Heute bei Juliana Matthäus nähen wir die Judy Blouse, ein luftiges und lockeres Top in Babydoll-Silhouette und mit Trägern, die man entweder gekreuzt oder gerade tragen kann. Perfekt für den Sommer und auch wunderbar schnell zu nähen. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Heute nähen wir die Judy Blouse aus unserer Ready-to-Sew-Kollektion und ich habe mich für die rot-weiße Variante entschieden, denn ich liebe Kunst und ich liebe es besonders, Kunst und Mode zu vereinen und das geht mit der Judy Blouse so natürlich total gut. Bin auch mega gespannt darauf, sie zu tragen und freue mich jetzt schon, sie zu stylen, zum Beispiel mit einer lässigen Jeans oder unseren Leslie Pants in der Variante mit den Nadelstreifen. Aber auch für Fortgeschrittene ist es ein cooles Piece zum Nähen, denn in relativ kurzer Zeit hat man eine richtig coole Bluse. Und natürlich zeige ich euch für immer in unserem DIY-Video-Tutorial hier Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, damit die fertige Judy Blouse entsteht. Also macht wie immer direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr die Juliana Matthäus Judy Blouse Box schon habt, dann kann es direkt losgehen, denn wie immer habt ihr alles, was ihr braucht, schon da in perfekter Menge und in super guter Qualität. Ach ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte unbedingt dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Kollektion mehr verpassen. Also lasst uns mal gemeinsam in die Box schauen. Als erstes haben wir hier Informationen, zum Beispiel zur Pflege. Dann natürlich unseren schönen Oberstoff, den Schnitt in der gewählten Größe, unser Gummiband, eine Sicherheitsnadel, ein farblich passendes Nähgarn und natürlich unser Juliana Matthäus Stoffetikett. Zusätzlich brauchen wir dann nur noch eine Papierschere, eine Stoffschere, eventuell noch eine kleine Stickschere zum Fäden abschneiden, etwas zum Messen wie Maßband oder Handmaß, Stecknadeln und eine Nähnadel. Das ist die mit dem offenen Köpfchen. Und das war's. Als erstes nehmen wir uns einmal unseren Papierschnitt und falten den auseinander. So. Ich mache den einmal schön glatt. Und vor uns haben wir jetzt unsere Schnittteile liegen, also unser Vorder- und Rückteil. Das ist ein Teil, was gleich aussieht. Und unsere Bänder sowie unser Schnittbild. Und all diese Teile möchten wir jetzt einmal ausschneiden. Das machen wir entlang der äußeren Linie jeweils, also da, wo das Scherensymbol eingezeichnet ist, sodass der weiße Bereich immer noch zum Schnittteil gehört. Das ist nämlich unsere Nahtzugabe, also die Zugabe, die wir später fürs Nähen brauchen. Und die möchten wir jetzt nicht abschneiden, sondern ich schneide jetzt hier einmal an jedem Schnittteil außen entlang. Ein kleiner Tipp zum Schneiden, ich führe immer die Unterseite meiner Schere auf dem Tisch entlang, denn so kann man besonders stabil schneiden und hat die Schere gut unter Kontrolle. Und wir möchten ja hier auch möglichst ordentlich schneiden, möglichst gerade, damit, wenn wir diese Schablone dann gleich auf unseren Stoff auflegen, natürlich auch der Stoff möglichst ordentlich ausgeschnitten ist. So, ich beschleunige das hier also etwas. Ihr seht, ich schneide einmal alles entlang der äußeren Kante aus. Hier noch meine Träger. Einer ist länger als der andere, weil wir hinten die Möglichkeit haben möchten, ihn über Kreuz zu binden. Und als letztes schneide ich auch noch mein Schnittbild aus. Das kann natürlich aber grob sein. Das ist nur, weil wir das gleich als Vorlage brauchen. Es ist aber kein eigenes Schnittteil. Perfekt. So sollten die Teile jetzt also aussehen. Wir haben hier einmal unser Vorderteil, was auch gleichzeitig als Rückteil dient. Den Träger fürs Vorderteil. Den Träger fürs Rückteil. Alle diese drei Teile schneiden wir zweimal aus und legen sie dann gleich so auf den Stoff, wie es auf unserem Schnittbild zu sehen ist. Das zeige ich euch aber gleich nochmal im Detail. Als erstes nehmen wir uns aber einmal unseren Oberstoff und nehmen den einmal mit zum Bügelbrett und Bügeleisen, das ich auf eine Hitze von so 2,5 gestellt habe, und ich schalte auch den Dampf ein. Denn wir möchten den Stoff einmal überall abdampfen. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne bei 30 Grad waschen. Ich mache es aber immer gerne mit dem Abdampfen, denn so läuft er auch ein, wenn er einläuft. Und es ist einfach wichtig, dass wir das vor dem Zuschneiden machen, denn wenn er einläuft, dann soll er es doch bitte jetzt tun und nicht später. Ich bügele also einmal über den kompletten Stoff, über jede Stelle, ziehe mir den immer zurecht, bügel drüber mit schön viel Dampf. Und dann bin ich bereit zum Zuschneiden.
Wir legen uns jetzt unseren Oberstoff vor uns hin. Die rechte Seite vom Stoff zeigt dabei nach oben. Das ist die, wo die Farbe intensiver ist und wir den Print richtig schön sehen können. Und legen ihn so vor uns hin, sodass wir die kleinen Figuren und die Bilder, die wir da sehen, in der richtigen Richtung liegen haben. Also so, wenn wir drauf gucken, soll es alles richtig rum sein. Das ist ganz wichtig fürs Zuschneiden, denn natürlich möchten wir, dass unsere Bluse auch das Motiv immer richtig rum hat. Deswegen legt es einmal bitte so hin wie ich. Ich lege mir hier einmal meine Schere etwas als Gewicht drauf, damit mir der Stoff nicht vom Tisch rutscht. Und als nächstes gucken wir uns einmal unser Schnittbild an. Man sieht, die beiden Vorder- oder Rückteile liegen übereinander und daneben liegen unsere Träger. Alles brauchen wir in zweifacher Ausführung, ist also eigentlich ganz easy. Hier unten sieht man die abgeschnittene Kante, rechts die Webkante, also die Kante, die ganz ordentlich gewebt ist. Und genau so haben wir das jetzt liegen, können uns unsere Schnittteile jetzt auf den Stoff stecken. Dafür nehme ich mir jetzt als erstes mein großes Schnittteil und lege mir das hier unten rechts auf die Ecke meines Stoffs. Und auch so, dass der Pfeil genau in die Richtung läuft von unserem Motiv. Ich lege mir das hier einmal an und möchte jetzt als nächstes, dass unser Schnittteil richtig gerade auf dem Stoff liegt. Das heißt, unser Fadenlaufpfeil, den wir auf unserem Schnittteil haben, der soll genau parallel zu unserer Webkante liegen, die hier links am Stoff ist. Ich lege mir das schon mal grob hin. Dafür nehmen wir uns dann einmal ein Maßband und messen von dem Pfeil bis zur Kante, merken uns die Länge und messen dann einmal oben an unserem Pfeil bis zur Kante. Und hier soll die Länge genauso sein. Ich lege mir das also so hin, sodass die Länge bei beiden Stellen die gleiche ist. Denn dann wissen wir, okay, unser Schnittteil liegt jetzt im Fadenlauf. So nennt man das. Dann nehmen wir uns einmal unsere Stecknadeln zur Hand und möchten unseren Papierschnitt jetzt einmal ringsherum mit Stecknadeln auf unserem Stoff feststecken, damit er schön glatt liegt und wir es dann gleich einfach haben, ihn auszuschneiden. Dafür steche ich einfach immer mit meiner Spitze von der Nadel durch mein Papier und auch durch den Stoff und komme dann so 1 cm davon entfernt wieder raus durch beide Lagen und dann ist das so befestigt. Ich befestige jetzt als erstes die Ecken, das macht es mir am einfachsten. Achtet auch darauf, dass ihr immer alles schön glatt liegen habt und stecht dann nochmal ein paar Nadeln immer in Abstand von 10 cm entfernt voneinander durch Papier und Stoff, denn dann stellen wir sicher, dass das ganze Schnittteil einmal schön festgesteckt ist. Wenn ihr das einmal bei allen Rändern gemacht habt, dann können wir unser Schnittteil ausschneiden. Dafür nehmen wir uns jetzt unsere Stoffschere und schneiden einmal am äußeren Rand unseres Papierschnittteils entlang, sodass wir einmal ein genaues Abbild von unserem Papierschnitt aus dem Stoff zugeschnitten haben. Auch hier führe ich die Unterseite meiner Schere wieder einmal schön auf dem Tisch entlang und schneide einmal komplett ringsherum um mein Schnittteil. So, super! Ich habe es ja schon gesagt, dieses Schnittteil brauchen wir, wie man es auch erkennen kann, bei der Beschriftung zweimal. Und deswegen entfernen wir einmal unsere Stecknadeln ringsherum. Und legen dann unser eines ausgeschnittenes Teil aus dem Stoff zur Seite. Und nehmen uns unser Rest von unserem Stoff wieder vor. Genauso wie unser Vorder- oder Rückteil, was wir aus Papier ausgeschnitten haben. Das Praktische ist, dass wir jetzt ja unten schon eine schöne gerade Kante haben, an die wir unser Schnittteil mit dem Saum direkt anlegen können. Und so haben wir auch direkt sichergestellt, dass es ziemlich gerade liegt. Und dann können wir uns direkt die Ecken feststecken und natürlich auch die Strecken dazwischen. Ich kontrolliere hier trotzdem noch einmal mit dem Maßband, ob das passt, aber es passte, mache das also auch gerne. Ja, und dann stecke ich mir das wieder komplett einmal fest an den Rändern, immer in einem Abstand von 10 cm und schneide dann natürlich auch wieder so wie eben einmal unser Schnittteil komplett aus. So, wenn das getan ist, dann können wir auch hier wieder alle Stecknadeln entfernen.
Und legen uns dann unser Papierschnitt schon mal komplett weg zur Seite und unseren zugeschnittenen Stoff zu unserem bereits eben ausgeschnittenen Stück. Jetzt können wir uns das Stück rechts nochmal nehmen und möchten ja nur noch unsere Träger ausschneiden. Ich falte mir das einfach einmal so der Länge nach über, weil ich hier noch genug Breite habe, um meine Teile nebeneinander aufzulegen. Ihr könnt es aber auflegen, wie ihr mögt, je nach Größe. Ich habe hier nämlich eine kleine gemacht, ist da mehr oder weniger Platz. Und lege dann meinen ersten Träger auf, meinen zweiten Träger auf. Und muss jetzt natürlich wie immer zusehen, dass die Teile auch richtig schön und gerade im Fadenlauf liegen. Dafür messe ich von hier bis zu meiner Webkante. Ihr könnt aber auch bis zu dem Bruch rechts messen. Gucke, dass das schön ist. Stecke mir dann meine Schnittteile ringsherum fest und schneide sie im Anschluss aus. So, wenn ich das gemacht habe, dann ziehe ich auch wieder hier meine Stecknadeln alle raus nacheinander und entferne das Papier, lege mir das zur Seite und brauche dann ab jetzt nur noch meine Stoffstücke. Ich nähe heute wieder mit meiner Nähmaschine von W6, unserem lokalen Nähmaschinenpartner. Das ist wirklich eine richtig, richtig coole Nähmaschine, total zu empfehlen. W6 hat Einsteigermodelle, fortgeschrittene Modelle und ja, ich habe hier eins, was ganz viele tolle Funktionen hat, auch einen Kniehebel zum Füßchen heben und senken, ganz viele verschiedene tolle Stiche und kommt auch mit richtig viel coolem Zubehör. Ich bereite die Nähmaschine jetzt vor, indem ich meinen Oberfaden und Unterfaden einsetze. Meinen Unterfaden habe ich also gerade bespult. Und wer zum Einfädeln noch Hilfe braucht, der sollte sich auf jeden Fall mal unser Grundlagenvideo anschauen, denn da erkläre ich alle Basics an der Nähmaschine, alles, was ihr wissen müsst für komplette Anfänger und unter anderem eben auch das Einfädeln. Als erstes müssen wir unsere Teile versäubern. Dafür stelle ich hier den Zickzackstich ein, denn wir wollen ja nicht, dass unsere Stoffränder ausfransen. Ich gehe jetzt hier auf eine Stichbreite von 4,0 und eine Stichlänge von 1,6. Ihr könnt aber auch gerne einen anderen Versäuberungsstich nehmen. Ich zeige euch das gleich mal hier an einem Beispiel, das ich vorbereitet habe. Hier habe ich nämlich einen Zickzackstich benutzt in der Einstellung, die ich euch gerade gezeigt habe. Und immer beim rechten Einstechen des Zickzackstichs knapp neben der Kante gestochen, sodass meine Kante schön versäubert wurde. Und hier habe ich einen anderen Versäuberungsstich meiner Maschine benutzt, der sich aber auch eignet. Und wer von euch vielleicht sogar eine Overlock hat, der kann natürlich auch ganz easy mit der Overlock an den Kanten entlang fahren. Ich mache es heute aber mit dem Zickzackstich, den jede Maschine kann, um euch zu zeigen, dass das super geht. Bei unseren Trägern brauchen wir nur die ganz kurze Kante unten einmal versäubern. Dafür steche ich hier einfach ein mit der Nadel. Links treffe ich immer auf dem Stoff, rechts knapp daneben. Nähe einmal entlang der Kante, hebe meinen Nähfuß und die Nadel und schneide meinen Faden einfach ab. Genau das gleiche mache ich also nochmal. Ich fange ganz entlang der ersten Kante an, arbeite mich über das kurze Stück einmal vor bis zur nächsten Ecke und schneide meinen Faden dort wieder ab. So, das Ganze mache ich dann natürlich noch bei meinen nächsten 2 Trägern. Nur diese kurze Strecke. Und so sieht das Ganze dann jetzt aus. Die Kante ist jetzt also gesichert und so ist es gut, so wird unser Teil lange halten. Bei meinem Vorder- und Rückteil versäubere ich einmal jede Kante. Das heißt, ich fange hier einfach an der ersten Ecke und versäubere einmal jede Kante, bis ich wieder da angekommen bin, wo ich angefangen habe. Wenn wir zu einer Ecke kommen, lassen wir unsere Nadel einmal im Stoff stecken, heben dann unseren Nähfuß, drehen unseren Stoff in die Richtung, wo wir weitermachen wollen, senken unseren Nähfuß wieder und nähen weiter. Und genauso machen wir natürlich auch bei allen anderen Ecken weiter. Nähen hier einmal komplett rum mit unserem Zickzackstich, unserem Versäuberungsstich oder unserer Overlocknaht. Und wenn wir das beim ersten Teil gemacht haben, machen wir das natürlich auch bei unserem zweiten Teil, sodass die einmal ringsherum versäubert sind und unsere Träger aber nur an der einen kurzen Seite. Ja, wenn das gemacht ist, dann sieht das Ganze wieder so aus. Man sieht, ich habe hier ordentlich an der Kante gesteppt mit meiner Naht. Und nehme das Ganze jetzt einmal mit zum Bügelbrett und Bügeleisen. Hier bügele ich mir jetzt einfach alle Nähte noch einmal schön platt, die ich gerade gemacht habe.
damit da auch kein Stoff irgendwie verschluckt wird, sondern alles schön glatt liegt. Und das mache ich einmal bei allen Trägern und bei meinem Vorder- und Rückteil. Und ich habe das Bügeleisen hier auch wieder auf so einer Stufe 2,5 eingestellt und bügele auch mit Dampf. Dann stecken wir jetzt als erstes unsere Seitennähte aufeinander. Dafür legen wir uns unser eines Teil, Vorder- oder Rückteil, einmal so vor uns hin, wie wir es zugeschnitten haben. Also so, dass wir das Motiv sehen können von der richtigen Seite. Oben ist jetzt also unsere obere Kante von dem Oberteil, unten unser Saum. Unten ist die schmalere Seite. Und legen jetzt rechts auf rechts, also mit den beiden schönen Seiten aufeinander liegend, das andere Teil, was ja genauso ist, aufeinander. Also die beiden blasseren Seiten liegen jetzt unten auf dem Tisch und oben, wo wir sie sehen. Legen uns die Teile einmal so hin, dass sie schön aufeinander liegen und stecken uns jetzt die Seiten einmal fest. Dafür drehe ich mir das einmal 90 Grad um und stecke von rechts nach links, also rechts ist der Kopf von meiner Stecknadel, einmal meine Stecknadeln in den Stoff, 1 cm von der Kante entfernt, stecke mir den Anfang einmal fest und möchte jetzt diese gesamte Strecke, also mit den 2 kleinen Ecken, die da drin sind, einmal feststecken. Und dafür mache ich jetzt hier rechts weiter bei meiner unteren Kante, also da, wo meine Naht aufhören soll. Und auch bei der Ecke dort stecke ich meine nächste Nadel. Und die restliche Strecke, die ist ja bei beiden Lagen gleich lang, die stecke ich mir einfach noch schön glatt aufeinander, so dass die Weiten schön gleichmäßig verteilt sind. Stecke mir dafür hier einfach in die Mitte mal eine Nadel. So. Und dann immer noch auf die Hälfte der Strecke, die ich gerade schon gesteckt habe. Da mache ich mir noch eine hin. Und hier links noch 1, 2. So, und wenn ich jetzt das Gefühl habe, super, ich habe meine ganze Strecke einmal festgesteckt, also einmal von meinem Oberteil oben bis zu meinem Saum vom Oberteil, dann drehe ich mir das Teil einfach mal um 180 Grad um und stecke auch die andere Seitennaht fest. Also auch wieder die Strecke mit diesen 2 Ecken. Fange hier ebenfalls wieder bei einer Seite an und stecke mir das ganze Teil einmal fest. Wenn ich diese Strecke also auch einmal komplett gesteckt habe, dann ist es genau die, die wir jetzt gleich nähen werden. Diese und die andere Seitennaht. Und hierfür stelle ich mir einfach den normalen Geradstich ein mit einer Stichlänge von 2,5. Das ist der ganz normale Standardstich und den werden wir jetzt die ganze Zeit benutzen. Bevor wir unsere richtigen Teile, die wir zugeschnitten haben, aber nehmen, nehme ich mir immer hier ein kleines Reststück, falte das einmal um in der Mitte, sodass ich 2 Lagen habe, senke einfach mal meinen Nähfuß, fange an zu nähen, verriegel auch am Anfang und auch am Ende, um einfach mal zu schauen, wie die Naht so wird. Hebe Nadel, hebe Nähfuß, schneide meinen Faden ab und wenn ich dann sehe, super, das sieht sehr ordentlich aus, die Naht ist gut geworden von oben wie auch von unten und sie sieht auch zwischen den Lagen richtig aus, dann ist alles gut. Ansonsten, wenn ihr jetzt erkennt, das Nahtbild sieht komisch aus, dann probiert es einfach nochmal, den Ober- und Unterfaden neu einzufädeln, denn 95% der Fehler liegen daran. Wenn alles richtig eingestellt ist, kann es losgehen, genau dort, wo wir die Nadeln eben gesteckt haben und wir nähen genau 1 cm von der Kante entfernt. Das heißt, unser Nähgut liegt mit der 1 cm Markierungslinie von unserer Stichplatte an und wir fangen ganz am Anfang, also hier richtig an der Kante an zu nähen. Nähen ein paar Stiche vorwärts, nähen dann ein paar Stiche rückwärts, um zu verriegeln, nähen wieder vorwärts und können dann die ganze Naht nähen. Achtet auch darauf, dass wir am Anfang und am Ende so eine kleine Ecke haben, also bleibt die ganze Zeit bitte 1 cm parallel und näht auch wirklich diese Ecke. Dafür könnt ihr auch die Nadel im Nähgut lassen, den Fuß einmal heben und unseren Stoff in die nächste Richtung einmal wenden. Das geht ganz gut, dann wird es auch ein bisschen eckiger. Und wir nähen hier einmal komplett runter. Nehmen immer die Nadeln raus, wenn eine kommt. Denn da möchten wir nicht drüber nähen. Hier kommt dann jetzt gleich schon die nächste Ecke. Auch da lasse ich meine Nadel wieder einmal stecken.
hebe wieder meinen Nähfuß, nähe weiter und nähe auch wirklich bis ganz zum Ende. Verriegle dann wieder, hebe meine Nadel, hebe meinen Nähfuß und schneide einmal ab. Ja, das war die erste Naht. Die nächste folgt sogleich und geht auch ganz genauso. Wir verriegeln wieder am Anfang und am Ende unserer Naht, nehmen immer die Stecknadeln raus, fertigen die Ecken ganz schön, indem wir die Nadel stecken lassen, den Nähfuß heben und dann in die neue Richtung weiternähen. Und ganz wichtig ist, die Naht entsteht 1 cm entfernt von unserer Kante von unserem Nähgut. Und beide Lagen, die wir hier zusammennähen, schließen gemeinsam rechts ab. Achtet bitte darauf, dass ihr keine Falten in den Stoff näht und auch beides wirklich ordentlich aufeinander liegt. Dann wird es auf jeden Fall gut. Perfekt. Nadel heben, Nähfuß heben, Fäden abschneiden. Und das war's schon mit unseren Seitennähten. Die möchten wir jetzt bügeln, denn Nähen ist nur die halbe Miete. Das Bügeln macht das Ergebnis dann rund. Wir bügeln einmal schön drüber, einfach über unsere Naht von der linken Seite. Nehmen uns jetzt einmal unsere Stoffschere und schneiden dort, wo diese Ecke ist, die wir genäht haben. Also am Saum ist das 6 cm entfernt von unserer Saumkante. Oben ist es 10 cm entfernt. Da schneiden wir einmal ein. Und zwar bis zur Naht. Aber auch wirklich nur genau bis zur Naht und nicht darüber hinaus. Die Naht möchten wir nicht durchtrennen. Das dient uns nur, damit wir es später leichter haben beim Umbügeln. Ich messe mir hier das also nochmal aus. Da mache ich einen kleinen Cut. So sieht das jetzt aus. Ich habe meine Naht nicht durchgeschnitten. 10 cm entfernt von meiner oberen Kante. Und genauso möchte ich das natürlich auf der anderen Seite auch nochmal machen. Dafür drehe ich mir das Teil einfach einmal um. Bügel hier dann auch wieder schön drüber, um das einmal schön platt und glatt zu machen. Auch natürlich wieder gerne mit Dampf. Und anschließend werde ich wieder hier bei der Ecke 6 cm vom Saum einmal einschneiden. So, auch wieder nur bis zur Naht. Und oben auch die 10 cm entfernt. Genau in meiner Ecke dort. Klasse. Das haben wir jetzt so vorbereitet, damit wir nämlich die Nahtzugaben gleich schön auseinander bügeln können. Denn so wird das Ergebnis von außen am professionellsten und richtig, richtig gut aussehen. Jetzt legen wir die Bluse einmal so vor uns hin, sodass wir die Nahtzugaben auseinanderlegen können. So, ich mache mir das mit den Fingern bereit. Nehme dann beim Bügeleisen und bügel die Nahtzugaben auch so schön auseinander und nehme dafür auch etwas Dampf, sodass sie so schön auseinandergelegt bleiben, und mache das einmal mit der ganzen Naht. Schaut, dass da kein Stoff in der Mitte verschluckt wird. Und auch nach unserer eingeschnittenen Ecke legen wir uns das nochmal hin. So. Das Ganze machen wir natürlich auch mit unserer anderen Seitennaht noch. Auch hier legen wir die Nahtzugaben schön auseinander und bügeln einmal mit Dampf komplett drüber. So, und dann legen wir uns das Teil nochmal mit der rechten Seite nach oben hin und bügeln einmal die Naht von der äußeren Seite ab, sodass es auch hier richtig schön glatt wird. So, jetzt machen wir direkt weiter mit Bügeln. Und zwar möchten wir jetzt unseren Saum vorbereiten und oben, wo wir ja den Gummizug machen wollen für unsere Rüschen, das können wir jetzt auch vorbereiten. Ich fange hier jetzt oben an, und zwar, wie ich auf unserer Schnittkonstruktion ja gesehen habe, müssen wir hier 10 cm Nahtzugabe umschlagen. Das messe ich mir aus. Bügel dann einmal scharf mit Dampf über die Kante.
Messe dann alle paar Zentimeter nochmal nach, ob es auch hier 10 cm sind, die ich umgeschlagen habe, denn wir möchten, dass es wirklich eine schöne, gerade und gleichmäßige Kante wird. Und dann stecke ich mir mit meinen Stecknadeln einmal die beiden Lagen aufeinander fest, wieder von rechts nach links durchgesteckt. Stecke mir auch hier dort, wo meine beiden Nähte aufeinandertreffen, eine Stecknadel. Und die Stecknadeln stecke ich hier auch in der Nähe von meiner Kante. Und dann werde ich mich einfach einmal Schritt für Schritt vorarbeiten. Ich messe also immer 10 cm aus, die ich umgeschlagen habe, bügele da über die Kante, stecke mir das fest und mache weiter. So lange, bis ich einmal wieder da angekommen bin, wo ich angefangen habe. So, das Ende ist hier in Sicht. Ich stecke mir hier nochmal eine Stecknadel rein und habe meine obere Kante jetzt einmal perfekt vorbereitet. Und genauso geht das jetzt auch am Saum, nur dass wir hier einmal 6 cm umschlagen und auch nach innen feststecken. Also genau in der Breite, wo wir auch vorhin ausgemessen und unseren kleinen Schnitt gemacht haben in der Nahtzugabe. Diese Strecke und auch die obere Strecke, die wir uns eben gesteckt haben, werden wir jetzt als nächstes einmal festnähen. Ich fange jetzt hier bei meiner oberen Kante an und lege mein Füßchen so an, dass die linke Kante von meinem Füßchen mit der Kante, die wir gesteckt haben, von meiner Bluse abschließt. Das heißt, meine Nadel näht jetzt füßchenbreit von der Kante, die wir versäubert haben, entlang. Ich fange hier einfach an zu nähen, verriegle. Und immer wenn eine Stecknadel kommt, dann nehme ich mir die natürlich wieder aus dem Weg. Aber Achtung, diese Naht beenden wir kurz vor dem Punkt, wo wir angefangen haben zu nähen eben. Denn wir möchten hier eine kleine Öffnung lassen, mit dem wir gleich unseren Tunnelzug fertigen, also wo wir unser Gummiband gleich durchziehen können. Kurz vorher, das heißt in diesem Fall präzise so 5-6 cm. Das ist der Abstand, den wir offen lassen sollten. Und ich sehe, hier habe ich angefangen zu nähen. Und da lasse ich mir jetzt hier ein Stück offen und verriegle einfach ein paar Zentimeter vorher. So, dann nehme ich wieder meine Nadel hoch, meinen Fuß hoch, schneide meinen Faden ab. Und ich sehe jetzt, hier habe ich jetzt eine kleine Öffnung gelassen. Und das ist auch richtig so. Beim Saum geht es fast ganz genauso, nur dass wir hier keine Öffnung brauchen. Hier können wir einmal ringsherum nähen, bis wir da angekommen sind, wo wir angefangen haben. Auch hier legen wir unseren Fuß einmal wieder mit der Kante abschließend an, links, die wir versäubert haben, und nähen dann einmal möglichst gerade herum. Achtet darauf, dass wenn ihr über die Nahtzugaben von unserer Seitennaht näht, dass die schön auseinander liegen, so wie wir sie auch gebügelt haben, dann wird es am schönsten. Hier komme ich jetzt an dem Punkt an dem ich angefangen habe, verriegle dann natürlich wie immer, hebe Nadel und Nähfuß und schneide ab. Jetzt lege ich mir die Bluse einmal so vor mich hin, dass oben hier jetzt die obere Kante ist, also die 10 cm umgeklappt ist. Und hier soll gleich unser Gummiband reingeschoben werden. Das Gummiband ist 3 cm breit. Und ich nehme jetzt mal einen Stift zum Markieren. Ich nehme hier immer gerne so einen Stift von Pilot Friction, den kann man einfach mit Hitze wieder entfernen. Eignet sich also ganz gut zum Nähen, kann aber auch ein Kreidestift sein oder was ihr sonst so gerne benutzt. Nehme mir dann mein Handmaß und markiere jetzt in einer Entfernung von 3,5 cm von meiner Linie entfernt immer mal hier einen kleinen Strich. Denn da möchte ich als nächstes lang nähen und das soll natürlich immer ein gleichmäßiger Abstand sein, also immer meine 3,5 cm. Und deswegen messe ich einmal von meiner Naht, die wir gerade genäht haben, 3,5 cm Richtung äußere obere Kante und markiere mir das einmal komplett. Wir fertigen jetzt aus dem Grund eine Naht in einem Abstand von 3,5 cm zu unserer anderen Naht,
dass das Gummiband ja schon eine Breite von 3 cm hat und es braucht noch etwas Spielraum. Plus man näht ja auch nicht immer ganz gerade, deswegen ist es ganz gut, wenn wir etwas Raum haben, um auch das Gummiband da einzufädeln gleich. Ja, und diese Linie, die wir uns jetzt einmal ringsherum markiert haben, die steppen wir jetzt einmal mit unserer Nähmaschine ab. Und hier lassen wir jetzt auch kein Loch. Die können wir einmal wie den Saum ringsherum fertigen. Ich fange hier an einer beliebigen Stelle an, mache das immer ganz gerne aber bei so einer Naht, weil das liegt ja unterm Arm später, dann sieht man die verriegelte Stelle auch nicht. Und nähe dann einmal möglichst gerade auf unserer Linie, die wir uns jetzt gerade markiert haben, bis da, wo wir gerade wieder angefangen haben zu nähen. Wenn wir da wieder angekommen sind, verriegeln wir. Ich habe jetzt so 1 cm auch wieder über die Naht genäht, die ich am Anfang angefangen habe. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass das hier geschlossen ist. Und man sieht, ich habe hier eine gerade Naht. Das Motiv steht jetzt sozusagen auf dem Kopf, weil es ja nach innen umgeschlagen ist, also nicht wundern. Und weil ich ja aber meine Linien hier nicht mehr behalten möchte und mein Stift eben bei Hitze weggeht, bügele ich hier einfach einmal heiß drüber. Könnt ihr eventuell bei euch auch machen, ansonsten dann natürlich beim nächsten Waschen. Ja, und dann legen wir uns unser Oberteil wieder so vor uns hin, dass wir hier oben diese Lücke haben. Nehmen uns im nächsten Schritt einmal unser Gummiband und unsere Sicherheitsnadel. Öffnen die Nadel einmal und stechen einmal mittig durch das eine Ende unseres Gummibands, das übrigens schon in der richtigen Länge für eure Größe zugeschnitten ist. Schließen die Nadel dann wieder. Und jetzt möchten wir einmal das Gummiband hier durch unseren Tunnel komplett herumfädeln, bis wir da wieder rauskommen, wo unsere Öffnung hier ist. Also einmal komplett drumherum. Und da hilft uns die Sicherheitsnadel einfach, weil sie eben ein hartes Teil ist und man das so viel besser durchziehen kann, als wenn es jetzt eben nur das Gummiband wäre. Ich ziehe mir mein Gummiband hier am Anfang rein und schiebe es einfach nach und nach durch. Und man sieht, je länger ich das mache, desto mehr rafft sich der Stoff schon zusammen. Wichtig ist aber, dass ihr darauf achtet, dass das andere Ende von unserem Gummiband immer draußen bleibt. Das könnt ihr auch gerne mit der rechten Hand festhalten. Das sollte auf jeden Fall nicht mit in den Tunnelzug kommen, denn dann müsstet ihr es nochmal rausholen und nochmal neu einfädeln. Die Raffung passiert nämlich dadurch, dass das Gummiband eben deutlich kürzer ist als unser Stoff. Und dafür brauchen wir gleich beide Enden draußen. Wichtig, das Gummiband sollte die ganze Zeit glatt und unverdreht im Tunnel liegen. So, ich spüre, ich bin jetzt rum, bin hier wieder bei meiner Öffnung angekommen. Ziehe mir mein Band hier einmal schön raus mit meiner Sicherheitsnadel. So, und so sollte das jetzt aussehen. Aus meiner Öffnung kommen also einmal von rechts und einmal von links meine Gummibänder. Und das möchte ich natürlich gleich zusammennähen, denn es soll natürlich ein geschlossener Kreis sein. Dafür entferne ich einmal meine Sicherheitsnadel, lege mir die zur Seite und möchte gleich so aufeinander meine Gummibänder nähen. Und gucke jetzt nur einmal noch, dass ich meine Weite schön gleichmäßig verteile. Halte dafür einfach beide Enden vom Gummiband einmal fest und ziehe mir hier einmal meine Raffung schön gleichmäßig verteilt in Vorder- und Rückteil. Und wenn ich das gemacht habe, sieht das so aus, schon richtig hübsch. Meine Gummibandenden lege ich dann einfach einmal schön aufeinander. Die müssen wir nicht rechts auf rechts oder links auf links oder so wie beim Nähen legen, sondern die können wir einfach einmal sich überlappend aufeinander legen. Zum Nähen nehme ich mir noch einmal meinen Zickzackstich und zwar diesmal in einer Breite von 4,5 und einer Länge von 1,6. Lege mir dann meine beiden Seiten von meinem Gummiband noch einmal schön aufeinander, sodass sie sich ungefähr für 2 cm überlappen. Senke dann einmal meinen Nähfuß und nähe über beide Lagen von meinem Gummiband einmal rüber bis zur anderen Seite mit meinem Zickzackstich. Drücke dann meinen Rückwärtsknopf, nähe einmal wieder bis zu meinem Anfang und nähe so noch ein paar Mal hin und her, sodass ich ein paar Mal von Anfang bis Ende des Gummibands genäht habe, immer mit dem Zickzackstich, sodass sich hier eine richtig schöne, dicke, feste Zickzacknaht gebildet hat. Und so stelle ich eben auch sicher, dass mein Gummiband später nicht aufgeht, wenn ich das Kleidungsstück nutze, sondern es die ganze Zeit gut hält. Jetzt stelle ich wieder meinen normalen Gradstich ein mit einer Stichlänge von 2,5 und schließe noch einmal die Öffnung, die wir hier haben. Dafür stelle ich einmal sicher, dass mein Gummiband hier überall schön in meinem Tunnel liegt.
Kann das noch einmal kontrollieren, sodass auch die Weiten wirklich gleichmäßig verteilt sind. Und dann schaue ich einmal, okay, wo war jetzt meine Öffnung? Das war jetzt hier. Und genau das möchte ich einmal zunähen. Dafür lege ich mir das wieder einmal so an, dass mein größter Teil von meiner Bluse links liegt und der kleine Teil von der Bluse rechts. Senke dann einmal mein Füßchen so, dass ich das Gefühl habe, jetzt, wenn ich mit meiner Nadel runtergehe, könnt ihr auch mit dem Handrad gerne einmal testen, steche ich genau da ein, wo ich vorhin die Naht beendet habe, verriegel dann da einmal und nähe wieder einmal bis da, wo die Öffnung zu Ende ist, also bis zu meiner Naht hier in dem Fall. Verriegel auch hier wieder, kann dann meinen Faden wieder abschneiden und habe hier einmal die Öffnung komplett und gut zugenäht. Ich würde sagen, unsere Judy Blouse nimmt schon mal richtig Form an. Was jetzt fehlt, sind auf jeden Fall noch die Träger und die bereiten wir als nächstes vor. Wir nehmen einmal unsere 2 kurzen Träger, die falten wir rechts auf rechts mittig, sodass die intensive Seite innen liegt, dass sich hier wie so ein spitzer Pfeil ergibt. Stecke mir auch hier wieder von der Spitze links bis ganz nach rechts, immer in einem Abstand von 1 cm zur Kante, Stecknadeln, denn diese offene Strecke, also da, wo die beiden Lagen aufeinandertreffen, möchte ich gleich zusammennähen. Von ganz hier vorne. Schaut mal, da nähe ich nämlich gleich wie so eine Art Spitze rein. Bis nach hier hinten und hier stecke ich mir auch noch ein paar Nadeln. So soll das aussehen. Ich nähe jetzt gleich von hier eine Rundung bis ganz nach hier hinten. Hier hinten lasse ich es dann offen. Und genauso mache ich das bei meinen anderen 3 Trägern auch noch. Übrigens für jede Menge DIY-Mode-Inspiration und viel mehr Ready-to-Sew, aber auch Ready-to-Craft-Teile und auch wie man sie unterschiedlich fertigen und kombinieren kann, schaut unbedingt mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, juliana-matthäus_official. Da versorgen wir euch täglich mit Updates und coolen, inspirierenden Posts. So, also auch bei meinen langen Trägern möchte ich einmal hier von der Spitze rund nähen bis ganz nach hinten. Lasst uns das gerne mal machen. Wenn ich von der Spitze rede, dann meine ich hier, also von unserer Spitze oben, auch wieder 1 cm entfernt. Und ich lege mir das einmal so schräg an, dass meine Kante von meinem Träger hier rechts auch wieder an der 1 cm Kante liegt. Nähe los, verriegel und nähe dann einmal hier entlang der Rundung, dann bis in die Gerade einlaufend, immer 1 cm weiter, nehme mir die Stecknadeln auch natürlich wieder raus. Hier bis zu meinem Ende. Und zwar ganz bis zum Ende, also bis zu der offenen Kante. Da verriegel ich, hebe wieder Nadel und Nähfuß. Und so sollte das jetzt aussehen. Wieder eine gerade Naht, parallel zu unserer Kante. Von vorne und hinten natürlich gleich. Und hier unten die Öffnung brauchen wir gleich, weil wir das Teil wenden möchten. Aber dazu dann gleich mehr. Erstmal machen wir das gleiche noch bei unseren 3 anderen Trägern. Ich fange wieder in der Spitze an, verriegel da und nähe einmal bis runter zu meiner offenen Kante. Als nächstes brauchen wir nochmal unsere Stoffschere und hier oben schneiden wir einmal unsere Spitze ab damit, aber nur überhalb unserer Naht. Wir möchten nicht in die Naht einschneiden. Und hier, wo diese Rundungen sind, da schneiden wir einmal quer immer bis zu der Naht ein. Auch wieder nicht durch die Naht, sondern nur bis zur Naht. Denn dann legt sich die Rundung gleich, wenn wir sie umdrehen, viel, viel schöner. Bitte bereitet das bei den anderen 3 Trägern auch nochmal so vor. Schneidet also die Spitzen ab und schneidet an der Rundung immer einmal quer bis zu der Naht ein. So, und dann können wir als nächstes die Träger einmal umdrehen. Das heißt, ich greife hier einmal so rein und stülpe die einmal komplett um. Und um die Spitze auszuformen und die Rundung, nehme ich mir immer noch als Hilfsmittel einmal meinen Markierstift. Gehe hier einmal rein
und forme mir hier vorsichtig einmal meine Spitze aus. Seid dabei wirklich vorsichtig, macht den Stoff da bitte nicht kaputt, sondern formt das einfach nur vorsichtig aus. Ein bisschen mit Gefühl bitte. Schritt für Schritt kriegt man dann richtig die schönste Spitze ausgeformt. Umso besser, weil wir die Nahtzugaben da eingeschnitten und die Ecke abgeschnitten haben. Und wenn uns die Form gefällt, nehmen wir den Stift einmal raus, legen uns den Träger einmal so vor uns hin, dass oben der Schatten der Naht ist, also die Naht, die wir gerade gefertigt haben, und bügeln das bitte einmal platt, den ganzen Träger. Hier oben ist es wichtig, dass da kein Stoff verschluckt werden soll, sondern der soll wirklich komplett rausgeholt sein und schön ausgeformt werden, damit der Träger auch seine richtige Breite hat und nicht weniger nach innen verschluckt wird. Ja, und dann sieht er so aus. Richtig schön ordentlich und schön platt. Und genau das gleiche machen wir jetzt auch noch bei den 3 anderen Trägern. Wir stülpen sie also um, formen sie aus, besonders in der Spitze, und bügeln sie platt. Ihr merkt es wahrscheinlich schon, wir nähern uns langsam dem Ende. Wenn euch das heute Spaß gemacht hat, schaut doch super gerne auf unserer Website www.julianamatheevs.com vorbei und sucht euch schon gleich im Anschluss euer neues Ready-to-Sew oder vielleicht auch Ready-to-Craft-Projekt aus. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir wieder was zusammen machen im Nähen oder DIY. Ja, die Träger sind fertig, jetzt möchten wir sie nur noch annähen. Dafür drehe ich mir das Teil nochmal um, sodass die linke Seite außen ist. Lege mir das einmal so vor mich hin, dass meine Seitennähte einmal rechts und links liegen. So. Dann nehme ich mir einmal meine Träger und an mein Vorderteil, also an eine ausgewählte Seite eurer Wahl, die sind ja gleich, nähen wir jetzt beide kurze Träger. Und an die andere Seite, also das Rückteil dann in dem Fall, nähen wir beide langen Träger. Im Vorderteil machen wir es so, dass die Entfernung von der Seitennaht bis zur äußeren Seite des Trägers 8 cm beträgt. Ihr könnt natürlich aber mal schauen, euch das Oberteil schon mal so weit anziehen und gucken, wo ihr den Sitz gerne haben möchtet. Ich habe es aber so ungefähr bei 8 cm angelegt und fand, das sah ganz gut aus. Ich stecke mir den so fest, dass die Naht, die ich gleich mache, auf der oberen Naht von unserem Tunnelzug liegt und die Nahtzugabe nach unten ist dann wieder 1 cm von unserem Träger. Auch hier rechts messe ich wieder 8 cm ab von meiner Seitennaht und platziere dann da meinen zweiten Träger. Stecke mir hier wieder eine Stecknadel auf die Höhe von meiner oberen Naht einmal quer. Und genau das gleiche mache ich natürlich jetzt auch noch im Rückteil, wie gerade gesagt. Hier beträgt aber der Abstand von der Seitennaht bis zum Träger 11 cm. Aber auch hier, wie gesagt, guckt, haltet es euch einfach mal an und platziert es so, wie es euch am besten gefällt. Als nächstes machen wir dann 4 kleine Nähte, einfach um die Träger hier auf der anderen Naht, die wir schon haben, zu befestigen. Ich lege mir das so an, dass wenn ich mein Füßchen senke, ich schon direkt auf der Höhe bin, wo meine andere Naht ist, also die obere von meinem Tunnelzug. Gucke, dass mein Träger nicht verrutscht, verriegel am Anfang und ziehe mir dann einmal an meiner Rüsche etwas, denn ich möchte, dass der Träger in gespanntem Zustand der Rüsche aufgenäht wird, sodass er sich auch etwas mitrüscht später. Dann verriegle ich wieder. Also nicht einfach über die Falten rübernähen, sondern ganz leicht an dem Stoff ziehen, sodass das Gummi etwas gespannt ist. Sehr gut, dann haben wir alle 4 Träger angenäht
und das immer hier jeweils bei der oberen Höhe auf unserem Tunnelzug. Ihr seht, sie sind gut fest. Und weil ich gekreuzte Träger im Rückenteil mag, kreuze ich jetzt immer meinen vorderen linken Träger mit meinem hinteren rechten Träger und andersherum. So gibt es automatisch eine Kreuzung im Rückteil, wenn ich es dann anziehe. Wer es aber lieber gerade mag, kann das natürlich auch gerne machen. Die Knoten lassen sich ja auch immer wieder lösen. Tragt es also gerne so, wie ihr es mögt. Das finde ich auch so super hieran. Ich mag es jetzt gerade, aber wenn man zum Beispiel mal einen BH mit Trägern oder so anhat, kann man das natürlich auch gerne einfach umgekreuzt knoten. Und auch hier macht das wieder super gerne vorm Spiegel, so wie es euch gefällt und so, dass die Trägerlänge dann natürlich auch für euch perfekt ist. Dann fehlt nur noch der letzte Schliff und wir nähen unser Stoffetikett an. Dafür klappe ich mir das einfach hier mal so ein bisschen auf, das Vorderteil, lege dann mein Stoffetikett mittig in meinen Rückteil. So. Nehme mir jetzt meine Nähnadel und ungefähr eine Armlänge von meinem Garn. Wenn ich das Fadenende eingefädelt habe, nehme ich beide Enden einmal doppelt und mache in beide Enden zusammen einen Knoten, sodass ich dann mit doppelten Nähfaden gleich nähen kann. Habe den Faden hinter meinem Knoten kurz geschnitten und werde jetzt anfangen, das Etikett einzunähen. Dafür steche ich einmal rechts durch den Stoff oben an der oberen Naht von meinem Tunnelzug ein, nur so bei 1 mm, steche einmal auf der Stelle und gehe dann mit meiner Nadelspitze einmal durch die Schlaufe, die hier entstanden ist, um den Faden einmal festzuziehen und zu vernähen. Dann nähe ich einmal von hinten nach vorne durch die obere Ecke von meinem Stoffetikett, ziehe das einmal fest, gehe wieder durch ein Fitzel von meinem Stoff und gleichzeitig auch von hinten nach vorne wieder durch mein Stoffetikett. Ziehe das auch wieder fest. Nähe dann einmal auf der Stelle. Gehe wieder durch mein Stoffetikett. Nähe wieder auf der Stelle und vernähe den Faden dann, indem ich hier wieder einmal kurz durch meinen Stoff nähe und durch die Schlaufe gehe mit meiner Nadel. Dann ziehe ich das Ganze fest und wiederhole das nochmal. Und dann kann ich den Faden schon kurz schneiden, dort, wo ich gerade den Faden vernäht habe. Dann mache ich nochmal einen neuen Knoten in mein Fadenende und nähe noch das obere linke Ende meines Etiketts an. Das mache ich ganz genauso wie gerade, nur dass ich ein bisschen Weite in mein Etikett gebe. Ich möchte also nicht, dass das jetzt komplett gespannt ist, denn wenn ich das Oberteil trage und der Gummizug eventuell ein bisschen gedehnt ist, dann soll das Etikett ja nicht super doll gespannt sein, sondern hier soll einfach ein bisschen Weite sein, sodass das auch nachgeben kann. Ich nehme mir das dann also auch hier fest, immer von meinem Stoff durch mein Etikett, ziehe mir das fest. Und wenn ich 2-3 Mal hin und her genäht habe und diesen Steg gebildet habe, dann kann ich meinen Faden auch hier wieder vernähen. Und das war unsere letzte Naht. So, die Judy Blouse ist jetzt fertig und mir hat es wieder mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf unser nächstes gemeinsames Video und gemeinsames Nähen oder ein anderes DIY-Projekt aus unserer Ready to Sew oder Ready to Craft Kollektion. Und natürlich freue ich mich auch besonders darauf, eure heutigen Resultate zu sehen unter dem Hashtag Juliana Matthäus on Me. Also bis zum nächsten Mal, fühlt euch gedrückt und bis bald.